Lektion 1: Gemeinschaftsinitiativen. Hey Anna, ich habe von dieser wirklich coolen Gemeinschaftsinitiative gehört, die Wellen geschlagen hat. Hast du davon gehört? Nein, das glaube ich nicht. Was ist es? Ich bin immer daran interessiert, mehr über neue Wege zu erfahren, wie Gemeinschaften zusammenkommen. Nun, es ist etwas, das Fraueninstitute genannt wird. Offenbar haben sie in Kanada angefangen und arbeiten seit Jahrzehnten daran, das Leben von Bauernfamilien zu verbessern. Oh, das ist wunderbar. Ich liebe es, von Basisorganisationen zu hören, die einen spürbaren Unterschied machen. Exakt. Der Dokumentarfilm, den ich gesehen habe, besagte, dass sie sich auf Dinge wie Bildung, Gesundheitswesen und Lobbyarbeit für ländliche Gemeinden konzentrieren. Das ist so bewundernswert. Es ist toll zu sehen, wie Frauen zusammenkommen, um sich gegenseitig zu unterstützen und ihre gesamte Gemeinschaft zu stärken. Definitiv. Und das nicht nur in Kanada, diese Fraueninstitute haben sich auch in anderen Ländern verbreitet. Das ist unglaublich. Ich kann mir vorstellen, dass eine solche Organisation so weitreichende Auswirkungen haben kann, insbesondere in unterversorgten Gebieten. Absolut. Der Dokumentarfilm hat wirklich die unglaubliche Arbeit hervorgehoben, die sie im Laufe der Jahre geleistet haben. Es war wirklich inspirierend. Lektion 2: Probleme mit Überstunden. Hey Anna, ich habe gehört, dass du in letzter Zeit viele Überstunden gemacht hast. Ist alles in Ordnung? Oh ja, es war in letzter Zeit ein bisschen verrückt auf der Arbeit. Ich habe viele zusätzliche Stunden investiert, um dieses große Projekt fertigzustellen. Huch, das klingt nicht lustig. Ich hoffe, sie entschädigen dich zumindest gut für all die zusätzliche Zeit. Nun, das ist die Sache, sie sind es nicht wirklich. Es sind meistens nur unbezahlte Überstunden, um zu versuchen, diese Frist einzuhalten. Was? Das scheint überhaupt nicht richtig zu sein. Ohne eine angemessene Vergütung sollten sie nicht so viel arbeiten müssen. Ich weiß. Aber das Team steht wirklich unter Druck, um das zu erledigen, also habe ich das Gefühl, dass ich keine große Wahl habe. Schatz, du kannst nicht zulassen, dass sie dich weiter so ausnutzen. Ihre Zeit und Mühe verdienen es, geschätzt zu werden. Ich verstehe dich, John. Ich versuche nur, ein Teamplayer zu sein, weißt du? Aber du hast recht, es zermürbt mich langsam. Ich verstehe den Wunsch zu helfen, aber ihr Wohlbefinden muss an erster Stelle stehen. Vielleicht ist es Zeit für ein ernstes Gespräch mit ihrem Chef. Lektion 3: Sprachlerner. Liebe Grüße. Hast du von der Eröffnung der neuen Kirche in der Innenstadt gehört? Nein, habe ich nicht. Erzähl mir mehr darüber. Offenbar wollte die Gemeinde ein moderneres Gotteshaus, also bauten sie diese wunderschöne neue Kapelle. Das ist interessant. Was ist daran anders als bei den älteren Kirchen? Nun, zum einen ist die Architektur ziemlich beeindruckend. Und sie sagen, dass die Dienste interaktiver und einladender sein werden. Das klingt erfrischend. Es ist schön zu sehen, wie sich die Kirche an die Bedürfnisse der Gemeinde anpasst. Absolut. Ich bin neugierig, es mir anzusehen. Möchtest du diesen Sonntag zu mir kommen? Klar, das würde ich gerne tun. Das könnte eine nette Abwechslung sein.
Toll, dann ist es ein Plan. Ich hole dich gegen 10 Uhr ab, wenn das für dich funktioniert. Lektion 4. Book Buddies. Hey Anna, wusstest du, dass Spinnen eigentlich hilfreiche Kreaturen sind? Wirklich? Ich dachte immer, es wären Schädlinge, die man meiden sollte. Ganz und gar nicht. Spinnen spielen eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung der Insektenpopulation. Ich schätze, das macht Sinn. Welche Arten von Insekten fangen Sie normalerweise? Nun, fliegt für einen. Spinnen helfen dabei, diese lästigen Fliegen in Schach zu halten. Ah, ich verstehe. Spinnen sind also wie die Schädlingsbekämpfung der Natur. Genau. Sie sind viel nützlicher, als wir ihnen oft zutrauen. Du hast sicherlich meine Sicht auf Spinnen verändert. In Zukunft muss ich ihnen mehr Wertschätzung entgegenbringen. Ich freue mich, dass ich etwas Licht ins Dunkel bringen konnte. Insekten wie Fliegen können tatsächlich ziemlich schädlich sein, also ist es gut, Spinnen in der Nähe zu haben. Lektion 5. Wegbeschreibungen leicht gemacht. Hey Anna, weißt du, wie man von hier aus am schnellsten zur Bushaltestelle kommt? Sicher, es ist eigentlich ziemlich einfach. Fahren Sie einfach ein paar Blocks geradeaus diese Straße hinunter. Okay, ich hab's. Und was ist dann der nächste Schritt? Sobald Sie die Kreuzung erreicht haben, biegen Sie rechts ab. Die Bushaltestelle befindet sich auf der linken Seite. Perfekt, das klingt einfach genug. Ich schätze die klaren Anweisungen sehr. Gar kein Problem. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Tipps benötigen, um sich in der Stadt fortzubewegen. Wird reichen. Es ist immer hilfreich, einen freundlichen Einheimischen wie Sie zu haben, der mich in die richtige Richtung weist. Absolut. Ich freue mich, mein Wissen über die Nachbarschaft jederzeit weiterzugeben. Großartig, danke nochmal. Ich werde mir diese Anweisungen beim nächsten Mal sicher merken. Lektion 6. Wochenendpläne. Hallo Anna, hast du irgendwelche lustigen Pläne für das kommende Wochenende? Noch nicht, ich versuche immer noch herauszufinden, was zu tun ist. Wie steht's mit dir? Nun, ich dachte darüber nach, eine Wanderung zu machen oder vielleicht das neue Kunstmuseum in der Innenstadt zu besuchen. Oh, das Kunstmuseum klingt wirklich interessant. Ich war noch nicht dort. Es wurde erst letzten Monat eröffnet, also wäre es die perfekte Gelegenheit, es sich anzusehen. Das ist eine tolle Idee. Würdest du zusammen gehen wollen? Es könnte ein lustiger Ausflug werden. Auf jeden Fall würde ich die Firma lieben. Sollen wir uns am Samstagnachmittag treffen? Klingt perfekt. Ich notiere es in meinem Kalender. Das wird eine nette Art sein, das Wochenende zu verbringen. Absolut. Darauf freue ich mich. Es wird ein erholsamer und kultureller Tag. Lektion 7. Gesunde Gewohnheiten. Hey Anna, hast du dir in letzter Zeit Mühe gegeben, dich gesünder zu ernähren? Ja, habe ich. Die Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Ernährung ist so wichtig für das allgemeine Wohlbefinden. Ich stimme zu.
Es ist nicht immer einfach, aber die Vorteile lohnen sich wirklich. Definitiv. Kleine Änderungen können einen großen Unterschied darin machen, wie Sie sich fühlen. Das ist wahr. Sogar Dinge wie mehr Wasser trinken und mehr Gemüse hinzufügen können viel bewirken. Absolut. Und die Reduzierung von verarbeiteten Lebensmitteln und zuckerhaltigen Snacks ist entscheidend. Ganz gewiss. Es geht darum, dieses gesunde Gleichgewicht zu finden. Exakt. Mäßigung ist der Schlüssel, du musst dich nicht selbst berauben, sei einfach achtsam. Gut gesagt. Gesunde Essgewohnheiten versuche ich auch immer zu verbessern. Lektion 8: Regierung des Volkes. Guten Morgen. Haben Sie von den neuesten Entwicklungen in der Regierung gehört? Nein, was ist los? Ich habe die Nachrichten in letzter Zeit nicht verfolgt. Nun, es wurde viel über die Idee der Regierung des Volkes, durch das Volk, für das Volk gesprochen. Es ist ein mächtiges Konzept, findest du nicht? Unbedingt. Ich glaube, das ist die Grundlage einer echten Demokratie. Die Menschen sollten mitbestimmen können, wie sie regiert werden. Exakt. Es geht darum, die Bürger zu befähigen, ihre eigene Zukunft zu gestalten, anstatt sie sich diktieren zu lassen. Ich stimme zu. Wenn die Regierung die Menschen wirklich vertritt, kann sie besser auf ihre Bedürfnisse und Bestrebungen eingehen. Definitiv. Es geht darum, den Menschen eine Stimme zu geben und sicherzustellen, dass ihre Interessen im Vordergrund des politischen Prozesses stehen. Es ist ein nobles Ziel, aber kann es in der Praxis erreicht werden? Es gibt immer Herausforderungen, wenn es darum geht, Ideale in die Realität umzusetzen. Du hast recht, das ist keine leichte Aufgabe. Aber ich glaube, wenn wir uns weiterhin für die Prinzipien der Demokratie einsetzen und die Interessen der Menschen im Mittelpunkt haben, können wir Fortschritte erzielen. Lektion 9: Brustimplantate. Hey, hast du vom neuesten Trend in der Schönheitschirurgie gehört? Nein, was ist der neueste Trend? Offenbar bekommen heutzutage viele Frauen Brustimplantate. Wirklich? Mir war nicht bewusst, dass das ein so beliebtes Verfahren ist. Ja, es scheint, als würde eine Substanz in die Brust implantiert werden, um sie zu vergrößern. Viele Frauen haben das gemacht. Wow, das ist eine ziemliche Veränderung. Ich kann mir nicht vorstellen, so ein Verfahren zu machen, nur um mein Aussehen zu verändern. Ich weiß, es ist eine große Entscheidung. Aber manche Frauen glauben, dass es ihr Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl stärkt. Ich nehme an, jeder muss tun, was sich für ihn richtig anfühlt. Solange es sich um eine gut informierte Entscheidung handelt. Absolut. Es ist eine persönliche Entscheidung, die nicht leichtfertig getroffen werden sollte. Lektion 10: Die PepsiCo-Fusion. Hey, hast du von der Fusion eines großen Unternehmens gehört, die gerade passiert ist? Nein, was sind die neuesten Nachrichten zu diesem Thema? Offenbar fusionierte Frito-Lay mit PepsiCo, um eines der größten Lebensmittel- und Getränkeunternehmen der Welt zu gründen. Wow, das ist eine riesige Fusion. Ich frage mich, wie sich das auf die Branche auswirken wird. Das ist ein ziemlich bedeutender Schritt.
PepsiCo hat jetzt eine noch stärkere Position auf den Snack- und Limonadenmärkten. Ich sehe den strategischen Vorteil der Kombination dieser beiden Kraftpakete. Es muss ein komplexes Geschäft gewesen sein, es zustande zu bringen. Definitiv. Fusionen dieser Größenordnung erfordern viel Verhandlungs- und Koordinationsaufwand. Ich kann mir vorstellen, dass PepsiCo dadurch viel mehr Einfluss auf dem Markt haben wird. Sie werden in der Lage sein, eine Vielzahl von Produkten unter einem Dach anzubieten. Exakt. Es ist ein mutiger Schritt, der die Branchenlandschaft wirklich aufrütteln könnte. Lektion 11: Erschwinglicher Transport. Hey, hast du von diesem neuen Transportmittel gehört, das Aufmerksamkeit erregt hat? Nein, was ist das? Ich bin immer daran interessiert, mehr über neue Fortbewegungsmöglichkeiten zu erfahren. Offenbar gibt es ein neues Fahrzeug, das zwar langlebiger ist als ein Maultier, aber viel weniger kostet als ein Auto. Das ist faszinierend. Was für ein Fahrzeug ist das? Es ist nicht gerade ein Auto, aber es ist fortschrittlicher als eine traditionelle Maultier- oder Pferdekutsche. Und das Beste daran ist, dass es für viele normale Menschen erschwinglich ist. Das klingt ziemlich interessant. Ich frage mich, was die Vor- und Nachteile dieser neuen Transportoption sein könnten. Nun, soweit ich gehört habe, ist es ziemlich effizient und zuverlässig und gleichzeitig viel budgetfreundlicher als ein herkömmliches Auto. Das ist wirklich vielversprechend. Ein erschwinglicher und zuverlässiger Transport kann das Leben der Menschen erheblich verändern. Exakt. Es könnte viele Möglichkeiten für diejenigen eröffnen, die sich möglicherweise kein Auto leisten können. Lektion 12: Das köstliche Pasta-Restaurant. Hey, hast du das neue Pasta-Restaurant probiert, das gerade in der Innenstadt eröffnet wurde? Nein, ich hatte noch keine Gelegenheit, es mir anzusehen. Was hast du davon gehört? Nun, soweit ich gehört habe, ist es dafür bekannt, einige wirklich leckere Nudelgerichte zu servieren. Offenbar ist das Essen dort nicht von dieser Welt. Das klingt vielversprechend. Ich bin immer auf der Suche nach einer guten Nudelbar. Auf welche Art von Pasta sind Sie spezialisiert? Soweit ich weiß, bieten sie eine Vielzahl von Nudelstilen an, von klassischen Spaghetti bis hin zu einzigartigeren Kreationen. Und die Saucen, die sie verwenden, sind einfach ein Traum. Das macht mich hungrig, wenn ich nur daran denke. Ich werde darauf achten müssen, es bald auszuprobieren. Definitiv. Ich habe gehört, dass die Atmosphäre auch sehr gemütlich und einladend ist. Offenbar ist es der perfekte Ort für ein entspanntes Abendessen. Das klingt reizend. Manchmal ist es schön, einfach eine einfache, aber außergewöhnlich gut zubereitete Mahlzeit zu genießen. Exakt. Und bei all den begeisterten Kritiken habe ich das Gefühl, dass dieses Restaurant ein großer Erfolg werden wird. Lektion 13: Sprachlerner. Joanna, hast du von den jüngsten politischen Spannungen zwischen Ländern gehört? Es wird ziemlich verrückt da draußen. Ja, ich habe die Nachrichten aufmerksam verfolgt. Es ist besorgniserregend zu sehen, wie Länder versuchen, ihren Willen anderen aufzuzwingen. Was denkst du darüber? Ich bin mir nicht sicher, was ich von all dem halten soll. Auf der einen Seite verstehe ich den Wunsch nach nationaler Souveränität,
aber auf der anderen Seite mache ich mir Sorgen über das Potenzial einer Konflikteskalation. Das ist ein gutes Argument. Das ist ein empfindliches Gleichgewicht, nicht wahr? Ich frage mich, ob es eine Möglichkeit für Länder gibt, ihre Differenzen mit diplomatischen Mitteln und nicht mit Gewalt zu lösen. Du hast recht, Diplomatie ist der Schlüssel. Vielleicht brauchen wir mehr internationale Zusammenarbeit und Dialog, um friedliche Lösungen zu finden. Definitiv. Ich denke, offene Kommunikation und Kompromissbereitschaft sind unerlässlich. Andernfalls könnten wir auf ernsthafte Probleme zusteuern. Ganz gewiss. Es ist ein komplexes Thema, aber ich hoffe, dass die beteiligten Politiker einen Weg finden, ihre Differenzen zu lösen, ohne drastische Maßnahmen zu ergreifen. Ich auch. Es ist wichtig, über diese globalen Themen informiert und engagiert zu bleiben, auch wenn sie manchmal frustrierend sein können. Einverstanden. Danke, dass du darüber geschattet hast. Es ist hilfreich, verschiedene Perspektiven zu bekommen. Lektion 14: Kulinarische Kreationen. Hey Anna, ich habe in letzter Zeit mit einigen neuen Rezepten experimentiert. Hast du in letzter Zeit irgendwelche interessanten ausprobiert? Oh, das ist aufregend. Ich habe auch versucht, in der Küche kreativer zu werden. Ich habe neulich eine wirklich einzigartige Schürze gemacht, die mir geholfen hat, organisiert zu bleiben. Eine Schürze. Eine tolle Idee. Ich muss mir überlegen, ob ich mir so eine besorge. Was die Rezepte angeht, ich habe gerade dieses tolle Pesto-Nudelgericht gemacht. Die Aromen waren nicht von dieser Welt. Pesto Pasta klingt göttlich. Ich liebe es, neue Nudelrezepte auszuprobieren. Hast du schon einmal versucht, dein eigenes Pesto zuzubereiten? Ich habe gehört, dass es wirklich einfach und so viel besser ist als im Laden Nein, gekauft. ich habe noch nicht versucht, mein eigenes Pesto zuzubereiten, aber das ist ein toller Vorschlag. Ich muss es beim nächsten Mal versuchen. Hast du ein Lieblingspesto-Rezept, das du empfehlen würdest? Lass mich nachdenken. Ich mag den mit frischem Basilikum, Pinienkernen, Knoblauch und Parmesan sehr. Es ist so duftend und würzig. Ich bin sicher, du würdest es lieben. Oh, das klingt köstlich. Das muss ich ausprobieren. Danke für die Tipps. Kochen macht so viel mehr Spaß, wenn man damit kreativ werden kann. Unbedingt. Ich freue mich immer, meine Lieblingsrezepte zu teilen. Lass mich wissen, wie das selbstgemachte Pesto wird. Ich würde gerne von deinen kulinarischen Abenteuern hören. Wird reichen. Vielleicht können wir irgendwann ein paar Rezepte austauschen. Ich habe noch ein paar im Ärmel, von denen ich denke, dass sie dir gefallen würden. Lektion 15: Territoriale Spannungen. Hey Anna, hast du die Nachricht bekommen, dass diese Region versucht hat, sich vom Land zu trennen? Verrücktes Zeug. Ja, das habe ich gesehen. Es ist wirklich besorgniserregend zu sehen, wie die Spannungen so eskalieren. Ich frage mich, was den Wunsch nach Unabhängigkeit antreibt. Soweit ich weiß, handelt es sich um eine komplexe Mischung aus kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Faktoren. Die Region fühlt sich unterrepräsentiert und wünscht sich mehr Autonomie. Ich verstehe. Das macht Sinn, aber ich befürchte, dass eine Sezession zu noch mehr Konflikten führen könnte. Sobald die Kämpfe beginnen, ist es so schwer, sie zu beenden. Ich stimme zu. Es ist ein riskanter Schritt, der die gesamte Region destabilisieren könnte. Ich hoffe, die Regierung und die Separatisten können eine friedliche Lösung finden.
Ich auch. Verhandlungen und Kompromisse werden hier entscheidend sein. Keine Seite kann sich einen umfassenden Krieg leisten. Definitiv. Ich frage mich, ob eine Mediation von außen dazu beitragen könnte, die beiden Seiten zusammenzubringen. Manchmal kann ein neutraler Dritter den Unterschied ausmachen. Das ist ein gutes Argument. Ein unparteiischer Vermittler könnte in der Lage sein, einen produktiven Dialog zu ermöglichen und für beide Seiten akzeptable Lösungen zu finden. Exakt. Dies ist eine Situation, die eine zarte Berührung erfordert. Eskalierende Spannungen nützen niemandem etwas. Lektion 16: Sternennächte. Hey Anna, hast du schon einmal draußen geschlafen und in den Nachthimmel geschaut? Hallo John, nein habe ich nicht. Wie war es? Es ist unglaublich. Wenn Sie auf dem Rücken liegen und die Sterne über Ihnen funkeln, fühlen Sie sich in diesem riesigen Universum so klein und unbedeutend. Wow, das klingt wirklich friedlich. Woran denkst du, wenn du da draußen unter dem Sternenhimmel bist? Ich denke oft über die Geheimnisse des Kosmos nach und frage mich, was das alles bedeutet. Glaubst du an Gott? Das ist eine tiefgründige Frage. Ich bin mir nicht sicher, aber wenn ich die Sterne betrachte, verspüre ich ein Gefühl des Staunens und der Ehrfurcht vor der Pracht der Schöpfung. Genau. Es hat etwas Demütigendes und doch Tiefgründiges, über unseren Platz in diesem großen Plan der Dinge nachzudenken. Das kann ich mir vorstellen. Es muss dir eine ganz neue Perspektive auf das Leben und deinen Zweck geben. Definitiv. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, sich mit der Natur zu verbinden und inneren Frieden zu finden. Lektion 17: Abenteuer an der Universität. Hey Anna, hast du von dem neuen Stipendienprogramm an der University of New Brunswick gehört? Oh, wirklich? Nein, habe ich nicht. Worum geht es eigentlich? Offenbar bieten sie Studenten der Acadia University Vollstipendien an. Wow, das ist unglaublich. Ich frage mich, warum sie das tun. Ich denke, es ist Teil einer Zusammenarbeit zwischen den beiden Universitäten. Sie wollen den Studentenaustausch und die Vielfalt auf dem Campus fördern. Das ist eine großartige Initiative. Ich habe gehört, dass die Moncton University auch einige interessante Programme anbietet. Oh, wirklich? Was hast du über Moncton gehört? Sie haben dieses neue Programm, bei dem Sie ein Semester im Ausland studieren können, ohne zusätzliche Studiengebühren zu zahlen. Interessant. Das könnte eine großartige Gelegenheit für Schüler sein, verschiedene Kulturen kennenzulernen. Lektion 18: Stammgäste und Neuankömmlinge. Hey, kommst du oft her? Ja, ich bin Stammkunde. Ja, ich liebe diesen Ort. Das gleiche hier. Ich komme schon seit Jahren. Oh, wirklich? Was magst du am meisten daran? Die Atmosphäre ist einfach so gemütlich und einladend. Und das Essen ist immer köstlich. Ich stimme zu. Die Speisekarte ist auch so vielfältig. Definitiv. Hast du hier ein Lieblingsgericht? Ich mag ihre vegetarische Lasagne wirklich.
Wie steht's mit dir? Ich bin ein großer Fan ihrer hausgemachten Nudelsaucen. Die Bolognese ist mein Favorit. Lektion 19. Kulinarische Kreationen. Also, was ist deine Lieblingssauce? Ich würde sagen, ich mag eine schöne, reichhaltige Tomatensauce ziemlich. Oh, hier ist es genauso. Eine gute Tomatensauce hat einfach etwas so Befriedigendes an sich. Absolut. Nichts besonders Ausgefallenes, aber es erweckt ein Gericht wirklich zum Leben. Vollkommen. Hast du jemals versucht, deine eigene Tomatensauce zuzubereiten? Das habe ich tatsächlich. Es ist überraschend einfach, wenn man einmal den Dreh raus hat. Nett. Was ist dein Geheimrezept? Oh, nur etwas Olivenöl, Knoblauch, frische Tomaten und ein paar Kräuter. Nichts besonders Ausgefallenes. Lecker, das klingt köstlich. Vielleicht muss ich das Rezept irgendwann ausprobieren. Lektion 20. Inklusives Mitgefühl. Wissen Sie, ich habe die Arbeit dieser lokalen Organisation immer bewundert. Derjenige, der Menschen in Not hilft, unabhängig von ihrem Hintergrund? Ja, genau. Sie leisten so tolle Arbeit für die Community. Definitiv. Sie setzen sich wirklich dafür ein, etwas zu bewegen. Es ist so inspirierend, eine Organisation zu sehen, die nicht diskriminiert. Absolut. Sie helfen allen, unabhängig von Nationalität, Rasse oder Religion. Genau das liebe ich an ihnen. Sie verkörpern den wahren Geist des Mitgefühls. Absolut. Wir brauchen mehr Organisationen wie diese auf der Welt. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir miteinander umgehen sollten. Lektion 21. Intensiver Unterricht. Hey Anna, wie sieht dein Stundenplan für dieses Semester aus? Ich habe gehört, du nimmst an intensiven Kursen teil. Ja, mein Kursaufkommen ist in diesem Semester ziemlich hoch. Ich nehme an einem herausfordernden Mathematikkurs und einem anspruchsvollen Schreibseminar teil. Wow, das klingt nach einer Menge Arbeit. Wie schaffst du das alles? Um ehrlich zu sein, war es manchmal etwas überwältigend. Aber ich versuche organisiert zu bleiben und meiner Zeit Priorität einzuräumen. Ich bewundere dein Engagement. Kann ich irgendetwas tun, um sie dabei zu unterstützen? Es ist so nett, dass du das anbietest. Vielleicht könnten wir manchmal zusammen lernen? Es wäre toll, jemanden zu haben, mit dem man Ideen austauschen kann. Absolut, das würde ich gerne tun. Wann sind deine freien Stunden? Wir könnten einen Kaffee trinken und die Notizen überprüfen. Das wäre unglaublich. Ich habe dienstags und donnerstags ein paar Öffnungszeiten, falls das für dich passt. Perfekt, lass uns das planen. Ich bin hier, falls Sie weitere Hilfe benötigen. Du schaffst das. Lektion 22. Geschirr auf Reisen. Hey Anna, mir ist aufgefallen, dass du immer Wert darauf legst, die lokale Küche zu erkunden, wenn wir reisen. Was waren einige deiner Lieblingsgerichte,
die du probiert hast? Ah ja, ich liebe es, in die Esskultur neuer Orte einzutauchen. Ein Gericht, das mir wirklich auffiel, war die Paella, die ich in Spanien gegessen habe. Die Mischung aus Safranreis, Meeresfrüchten und Gemüse war einfach himmlisch. Oh Paella, das klingt köstlich. Das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Welche anderen unvergesslichen Mahlzeiten hattest du auf deinen Reisen? Nun, das Pad Thai in Thailand war nicht von dieser Welt, die perfekte Balance zwischen süßen, sauren und würzigen Aromen. Und das frische Sushi in Japan, ich glaube nicht, dass ich jemals wieder etwas so Gutes probieren werde. Jetzt läuft mir wirklich das Wasser im Mund zusammen. Ich werde hungrig, wenn ich nur an all diese unglaublichen Gerichte denke. Was denkst du war das einzigartigste oder ungewöhnlichste, was du probiert hast? Das müssten die gegrillten Skorpione sein, die ich in China gegessen habe. Etwas knusprig, aber überraschend lecker. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob ich das noch einmal bestellen würde. Gegrillte Skorpione? Wow, du bist wirklich abenteuerlustig mit deinem Essen. Ich weiß nicht, ob ich so mutig sein könnte. Aber es ist toll, dass du so offen dafür bist, neue Dinge auszuprobieren. Haha, ja, ich mag es, die Grenzen ein bisschen zu überschreiten. Aber du solltest das nächste Mal zu mir kommen. Ich wette, ich könnte dich dazu bringen, etwas wirklich Außergewöhnliches auszuprobieren. Haha, das werden wir sehen. Ich bin schon beeindruckt genug von deinen kulinarischen Leistungen. Vielleicht können wir etwas zahmer anfangen und uns zu den Scorpions hocharbeiten. Lektion 23: Stratfords Kunstszene. Hey Anna, wusstest du, dass Stratford, Ontario, nicht immer für Kunst bekannt war? Wirklich? Ich dachte immer, es wäre ein Zentrum für Theater und darstellende Kunst. Wofür war es ursprünglich bekannt? Ob Sie es glauben oder nicht, es war kaum bekannt. Es war nur eine kleine Stadt, bis ein ihre Namens Tom Patterson dort 1952 das Stratford Shakespeare Festival gründete. Wow, das ist faszinierend. Also hat er Stratford im Alleingang in ein Kunstziel verwandelt? So ziemlich. Patterson hatte die Vision, ein Shakespeare-Theaterfestival von Weltrang zu veranstalten, mitten im Herzen des ländlichen Ontario. Das ist unglaublich. Ich kann mir Stratford ohne das Festival jetzt nicht vorstellen. Es muss damals ein großes Risiko und ein großes Unterfangen gewesen sein. Absolut. Zu der Zeit war Stratford kaum auf der Karte. Aber Patterson überzeugte die Stadt, ein Theater zu bauen, und der Rest ist Geschichte. Das Festival hat Stratford also wirklich als Kunst- und Kulturzentrum bekannt gemacht. Das ist eine erstaunliche Wende für eine kleine Stadt. Ja, das ist eine ziemlich bemerkenswerte Geschichte. Pattersons Vision und Entschlossenheit haben Stratfords Identität völlig verändert. Heute ist es eines der wichtigsten Theaterziele der Welt. Lektion 24: Anderen helfen. Hallo Anna, mir ist aufgefallen, dass du in letzter Zeit vielen Menschen geholfen hast. Das ist wirklich nett von dir. Ja, ich versuche anderen zu helfen, wann immer ich kann. Auch wenn sie nicht zu meiner unmittelbaren Gruppe gehören, glaube ich, dass es das Richtige ist. Ich stimme zu. In unserer individualistischen Kultur sind Menschen oft bereit, alles zu tun, um Fremden zu helfen. Exakt. Ich denke, es spricht für unsere gemeinsame Menschlichkeit. Schließlich stecken wir alle zusammen drin.
Absolut. Hatten Sie schon einmal jemanden, der Ihnen unerwartet geholfen hat, als Sie in Not waren? Ja, tatsächlich ein paar Mal. Es ist immer so ein herzerwärmendes Erlebnis. Das kann ich mir vorstellen. Es stellt dein Vertrauen in die Menschen wieder her, nicht wahr? Das tut es wirklich. Ich versuche es weiterzuzahlen, wann immer ich kann. Das ist großartig. Die Welt könnte mehr Menschen wie dich gebrauchen. Lektion 25. Backen im Ofen. Hey Anna, ich versuche einen Kuchen zu backen, bin mir aber nicht sicher, wie man den Ofen richtig benutzt. Kein Problem. Im Ofen passiert die Magie, wenn es ums Backen geht. Kannst du mir das erklären? Ich will sicher gehen, dass ich es nicht vermassle. Klar, es ist einfach. Heizen Sie zuerst den Ofen auf die richtige Temperatur für Ihr Rezept vor. Okay, ich hab's. Was dann? Schieben Sie anschließend vorsichtig Ihre Kuchenform in den Ofen. Achte darauf, dass es waagerecht ist, damit es gleichmäßig backt. Super. Und wie lange lasse ich es drin? Das hängt vom Rezept ab, aber normalerweise 30 bis 45 Minuten für einen einfachen Kuchen. Toll. Ich stelle einen Timer ein. Sollte ich sonst noch etwas beachten? Lektion 26. Hotelzimmer verfügbar. Hey Anna, ich habe gerade im Hotel angerufen und Sie sagten, Sie hätten ein Zweibettzimmer zur Verfügung. Ein Zimmer mit 2 Einzelbetten? Das ist perfekt, wir können es teilen. Klingt gut für mich. Sollen wir es dann buchen? Ja, machen wir das. Ich freue mich auf einen kleinen Kurzurlaub zusammen. Ich auch. Das wird eine nette Abwechslung zu unserer gewohnten Routine sein. Absolut. Ein Zweibettzimmer bedeutet, dass jeder auch sein eigenes Bett haben kann. Guter Punkt. Das wird bequemer sein, als eine volle zu teilen. Exakt. Das wird eine lustige Reise, ich weiß es einfach. Ich kann es kaum erwarten. Lass uns das Zimmer sofort buchen. Lektion 27. Lebensmittel einkaufen. Hey Anna, ich gehe zum Supermarkt. Brauchst du irgendwas? Ja, ich könnte ein paar Tomaten und Champignons gebrauchen. Hast du es, sonst noch etwas? Oh, und etwas Knoblauch und Zwiebeln auch. Hervorragend, ich werde dafür sorgen, dass ich mir das alles schnappe. Danke, du bist der Beste. Danke, dass du die für mich abholst. Gar kein Problem, ich helfe gerne weiter. Ich weiß, wie gerne du mit diesen Zutaten kochst. Auf jeden Fall gehören sie zu den Grundnahrungsmitteln in meiner Küche. Nochmals vielen Dank, John. Du bist willkommen. Ich komme bald mit deinen Einkäufen zurück. Lektion 28. Zutaten einkaufen. Hey Anna, ich gehe auf den Markt, um ein paar Zutaten für das Abendessen heute Abend zu kaufen. Brauchst du irgendwas? Hallo John, das ist großartig. Ich könnte ein paar Tomaten und Champignons für den Salat gebrauchen, den ich mache.
Okay, kein Problem. Ich hole die ab. Brauchst du sonst noch etwas? Ich glaube, ich brauche auch etwas Knoblauch und Zwiebeln für die Nudelsauce. Ich hab's. Knoblauch und Zwiebeln auch. Sonst noch etwas? Ich glaube nicht, das sollte alles sein. Danke, dass du die für mich abgeholt hast. Hört sich gut an. Ich werde dafür sorgen, dass ich mir alle schnappe. Wir sehen uns später. Fantastisch, ich weiß das zu schätzen. Viel Spaß auf dem Markt. Werde ich tun. Tschüss. Lektion 29. Aktuelle Ereignisse besprechen. Guten Morgen, Anna. Hast du heute Morgen die Nachrichten gesehen? Ja, ich habe die Nachrichten gesehen. Es gab einige interessante Geschichten. Was denkst du über die Top-Schlagzeilen? Ich fand den Bericht über die neuen technologischen Fortschritte ziemlich faszinierend. Zugegeben, die Innovationen, die Sie besprochen haben, scheinen wirklich vielversprechend zu sein. Und auch das Update zum lokalen Gemeinschaftsprojekt war ermutigend. Auf jeden Fall ist es großartig zu sehen, wie solche Initiativen einen Unterschied machen. Absolut, die Nachrichten hatten heute eine gute Mischung aus wichtigen Updates. Ich bin froh, dass wir beide auf dem Laufenden geblieben sind. Es ist immer hilfreich, aktuelle Ereignisse zu besprechen. Lektion 30. Spannender Tech Talk. Hey Anna, hast du von der neuen App gehört, über die alle reden? Offenbar ist sie wirklich sicher und hat tolle Bewertungen. Oh, ich habe noch nichts davon gehört. Worum geht es eigentlich? Nun, nach dem, was ich gelesen habe, handelt es sich um eine sichere Messaging-App, die behauptet, ihre Privatsphäre zu schützen. Sie sagen, es verwendet fortschrittliche Verschlüsselung. Das klingt interessant. Wissen Sie, ob es tatsächlich sicher ist? Ich habe gehört, dass einige Apps große Ansprüche erheben, diese aber nicht immer erfüllen. Ja, das ist ein gutes Argument. Ich bin mir nicht sicher, wie zuverlässig die Sicherheitsansprüche sind. Aber die Bewertungen scheinen bisher ziemlich positiv zu sein. Ich muss mir das vielleicht genauer ansehen. Wissen Sie, ob die Nutzung kostenlos ist oder ob es eine Abonnementgebühr gibt? Ich denke, es kann kostenlos heruntergeladen werden, aber es gibt möglicherweise einige Premium-Funktionen, für die ein Abonnement erforderlich ist. Ich muss die Details noch einmal überprüfen. Okay, großartig. Lass mich wissen, was du herausfindest. Ich bin immer auf der Suche nach sicheren Messaging-Apps, die einfach zu bedienen sind. Wird reichen. Ich schicke dir den Link, damit du ihn dir selbst ansehen kannst. Es könnte sich lohnen, es auszuprobieren. Lektion 31. Vielfältige Belegschaft. Hey Anna, hast du gesehen, dass die neue Firma Leute einstellt? Nein, davon habe ich noch nichts gehört. Was für eine Firma ist das? Es ist ein Tech-Startup, das eine vielfältige Belegschaft aufbauen möchte. Sie sagen, sie wollen sowohl Angestellte als auch Arbeiter einstellen. Das ist interessant. Wissen Sie, für welche Rollen Sie einstellen? Nach allem, was ich gesehen habe, suchen sie nach einer Mischung aus technischen und nicht-technischen Positionen. Alles von Software-Ingenieuren bis hin zu Kundendienstmitarbeitern.
Es ist toll zu sehen, wie ein Unternehmen versucht, ein vielfältiges Team zusammenzustellen. Ich denke, es kann die Moral und Innovation wirklich fördern, wenn man Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Fähigkeiten hat. Definitiv. Und sie richten sich speziell an junge Berufstätige, sowohl Männer als auch Frauen. Das ist ein kluger Schachzug. Die Nutzung dieses Talentpools kann Ihnen wirklich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Exakt. Vielleicht muss ich mir Ihre Stellenausschreibungen ansehen und sehen, ob es etwas gibt, das zu meinen Fähigkeiten passt. Lektion 32: Fähigkeiten wertschätzen. Hey Anna, hast du die neue Stellenausschreibung für das Unternehmen gesehen, das ein vielfältiges Team aufbauen möchte? Ja, habe ich. Das klingt nach einer wirklich interessanten Gelegenheit. Definitiv. Ich war besonders beeindruckt, wie sie versuchen, sowohl Angestellte als auch Arbeiter anzuziehen. Das ist ein großartiger Ansatz. Es zeigt, dass Sie die unterschiedlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Menschen mitbringen, wirklich schätzen. Exakt. Außerdem denke ich, dass es die Moral wirklich steigern kann, wenn sich Menschen für ihre einzigartigen Beiträge geschätzt fühlen. Absolut. Es geht nicht nur darum, eine vielfältige Belegschaft zu haben, sondern auch eine integrative Kultur zu schaffen, in der sich jeder zugehörig fühlt. Exakt. Und die Tatsache, dass sie sowohl Männer als auch Frauen in der jungen Berufsgruppe ansprechen, ist ein weiterer kluger Schachzug. Definitiv. Es hört sich so an, als würden Sie wirklich versuchen, ein abgerundetes Team aufzubauen, das viele verschiedene Perspektiven einbringen kann. Ja, ich werde mir Ihre Stellenausschreibungen auf jeden Fall genauer ansehen. Das scheint die Art von Unternehmen zu sein, zu der ich gerne gehören würde. Lektion 33: Plättchen auswählen. Hey Anna, wie war dein Tag bei der Auswahl der Fliesen für deine Badrenovierung? Oh, es hat etwas länger gedauert, als ich erwartet hatte, John. Es gab so viele Optionen zur Auswahl. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das eine schwierige Entscheidung wäre. Hattest du Schwierigkeiten, es einzugrenzen? Eigentlich ein paar. Ich wollte etwas, das zum Stil meines Zuhauses passt, aber auch robust und leicht zu reinigen ist. Klingt so, als ob sie viele Faktoren berücksichtigen mussten. Was war letztendlich der entscheidende Faktor? Am Ende habe ich mich für eine klassische U-Bahn-Kachel entschieden. Es hat alle Kästchen angekreuzt und ich denke, es wird großartig aussehen. Ah ja, Subventile ist eine sichere Sache. Gute Wahl. War das Auswahlverfahren überhaupt stressig? Ein bisschen, um ehrlich zu sein. Ich wollte sicher gehen, dass ich die perfekten Fliesen ausgewählt habe, weißt du? Aber ich bin mit dem Endergebnis zufrieden. Das ist es, was am wichtigsten ist. Solange du damit zufrieden bist, wie es ausgegangen ist. Lektion 34: Das Dilemma der Jurypflicht. Hey Anna, ich habe gehört, dass du kürzlich zum Jurydienst berufen wurdest. Hey, wie ist das gelaufen? Oh, es war ein ziemliches Erlebnis, John. Ich wurde tatsächlich ohne triftigen Grund entlassen. Wirklich? Das ist frustrierend. Ist es nicht eines der wichtigsten Prinzipien des Jurysystems, dass sich jeder daran halten sollte? Genau. Ehrlich gesagt war ich etwas verärgert darüber. Ich wollte meine Bürgerpflicht erfüllen.
Wow, das ist schade. Haben sie dir eine klare Erklärung für deine Entlassung gegeben? Nicht wirklich. Sie sagten nur, sie bräuchten mich in dem speziellen Fall nicht. Ich fand es unfair. HMM, das klingt nicht richtig. Juries sollten eigentlich repräsentativ für die Gemeinschaft sein. Das dachte ich mir. Ich war enttäuscht, als ich entlassen wurde, vor allem ohne triftigen Grund. Das kann ich mir vorstellen. Die Juryarbeit ist vielleicht nicht die aufregendste Sache, aber sie ist ein wichtiger Teil unseres Rechtssystems. Lektion 35: Wertschätzung der allgemeinen Gesundheitsversorgung. Guten Morgen. Ich habe gehört, dass Sie neulich etwas über Dr. Betune und seine Ansichten zum Gesundheitswesen erwähnt haben. Oh ja, das stimmt. Dr. Norman Betune war ein kanadischer Arzt, der vom staatlich finanzierten Gesundheitssystem im kommunistischen Russland sehr beeindruckt war. Ah, ich verstehe. Und er war verärgert, dass Kanada zu dieser Zeit kein ähnliches allgemeines Gesundheitsmodell eingeführt hatte, ist das richtig? Exakt. Betune setzte sich nachdrücklich für ein öffentliches Gesundheitssystem in Kanada ein, aber die Regierung unterstützte seine Ideen damals nicht. Das ist interessant. Ich frage mich, wie die Dinge anders verlaufen wären, wenn Kanada früher die allgemeine Gesundheitsversorgung eingeführt hätte. Es ist durchaus möglich, dass unser Gesundheitssystem heute noch robuster wäre. Betune war in dieser Hinsicht seiner Zeit wirklich voraus. Ja, es ist eine Schande, dass Sie nicht auf seine Vision gehört haben. Glaubst du, die kanadische Öffentlichkeit war auch gegen diese Idee resistent? Nach allem, was ich gelesen habe, gab es sicherlich eine gewisse Skepsis und Widerstand, insbesondere von Seiten der medizinischen Gemeinschaft zu der Zeit. Ich kann mir vorstellen, dass das ein herausfordernder Übergang wäre. Aber wenn man sich die Gesundheitssysteme in Ländern mit flächendeckender Versorgung anschaut, scheint sich das auf lange Sicht ausgezahlt zu haben.